Schöner Einstand, schönes Tutorial. Wir wachen da auf, wo wir nach Yennefer zuletzt gesucht haben, nahe des Schlachtfeldes des Intros. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Rather not talk about it. Gotcha. So, time to hit the road? Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't Das overlook Pferd hat anything. unnatürlich große So we're Augen. meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Ja, das Spiel sieht schon ziemlich sexy aus, muss man ja sagen. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Bring it! So, das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die er verschonte leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Ja, Monster. Okay. Ein silberner Gesundheitsbalken über den Kopf, der anzeigte, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Wir erinnern uns, wer die ersten beiden Teile gespielt hat, weiß ganz genau. Silberschwert ist für Monster, Stahlschwert ist für menschliche Gegner. So, wir haben es jetzt mit Ghulen zu tun, also benutzen wir unser Silberschwert. Ja, da mal los. Bring it, Herr Ghule. Bam, 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 bam. Putz! Putz ins Gesicht. Autsch. Es sind ganz schön viele Ghouls und Autotargeting gefällt mir gerade nicht so gut. Aber ich habe ihn gekriegt. Yummy. Ach, verdammt. Zack, 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 Junge. Oh, last but not least, den verbrennen wir. Okay, das war Sinn. Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Hört sich an wie Kombopunkte. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Gut, logisch, kann man nicht bis uns endlich kann man nicht stacken. Adrenalinpunkte also. Was tue ich denn damit? Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens 1 Stunde lang meditierst. Kennen wir aus dem zweiten Teil zumindest. Ob es im ersten auch war, bin ich mir gerade nicht sicher. Okay. Da liegt noch was.
Erstmal möchte ich... Ja, Monsterherzen, Monsterleber, lecker, lecker. Haben wir noch mehr? Haha, Ghuleblut. Lecker. Ah, ich kann in der Hexersicht, das habe ich mir schon gedacht. Kann ich gucken, ob hier noch Loot liegt. Zack. Kann ich auch das Feuer wieder auspusten? Haha, piu. Weil ich ein Hexer bin. So, hier haben wir was am Baum. Das ist mir doch vorhin schon in der Sequenz aufgefallen. Achtung! Banditen, die sich temerische Soldaten nennen, verstecken sich in den Wäldern dieser Gegend. Sie wurden zu Geächteten erklärt und gelten als Bedrohung für die Untertanen des Kaisers. Geächteten zu helfen oder ihnen Unterschlupf zu gewähren, wird aufs Äußerste bestraft. Im Namen des Kaisers von Nilfgaard, Hauptmann Peter Saar, gewinn Lewe. Schöner Name. Nicht. Okay, ab aufs Pferd. Pferde. Hexer sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler, über hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plötze verlassen. Ich finde, Plötze ist einer der tollsten Namen für ein Pet, den ich je in einem Spiel gehört habe. Ganz ehrlich. No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. Und dieses Spiel sieht wirklich unfassbar schön aus. Slower. Ah, schöner God Race. Ja, Plätze, ganz ruhig Plätze. Okay. Ich kann das Schwert eigentlich wieder wegstecken. Ah, auf links nehme ich mein Menschenschwert. Auf rechts nehme ich mein Silberschwert. Daher hätte ich auch selber drauf gucken können. Bin ich ja. Gut, Plätze, auf geht's. Ein Wegweiser. Kann ich den jetzt vielleicht ein bisschen schneller... Ja, wundervoll. Ah, galoppieren wieder auch, okay. Drücken der Bewegung. War is not exactly going our way. Oh, we have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old hinter borders sich. as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. Ja, beim Reiten bemerkt man doch die Frame-Limitierung, die ich auf 30 eingestellt habe, etwas. Könnt ihr nicht sehen, aber das ist schon in so einem leichten Stottern macht sich das bemerkbar. Was ist jetzt? We going? Leicht übertrieben mit dem Licht. Da lässt es sich aber einer schmecken. Ein Greif, oder was ist das? Laufplätze. Och, ich werde diesen Namen noch so oft sagen. Okay, der scheint gesessen zu haben. Mieses Vieh, schnappt sich das Pferd und verpisst sich. Na super. Na, dann schauen wir doch mal. Oh, den Arm hat's wohl ein wenig erwischt. Has it gone? Yeah. Come out. Oh, schlimmste God, that was Frisur close. ever. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. Ach, ja. Ich würde jetzt mal sagen, er schuldet uns nichts, aber wenn er schon so I'd nett always use a fragt. few crowns. Thing is,
I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Ja, das haben wir Now gern. this. Here. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there. Muddled. You seek someone? Ja. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Ja, die Texturen sind unfassbar gut. Especially since that Das sieht wound ja needs grandios cleaning. aus. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Let's go. Plötze! Ach, Plötze. Da bist du ja. So, Plötze! Jetzt plötzen wir mal los. Was war das? Habt ihr das gesehen? Die Schatten sehen auch super aus. Ah, schön. Pferdstraßen. Halt auf der Straße A gedrückt, um zu lenken. Dann folgst du dem Straßenverlauf. Sehr praktisch. So etwas mag ich sehr gerne. Griffin this close to the village. Kann ich irgendwie A gedrückt halten? My thoughts exactly. In the forest to the mountain, sure. But Und ein here, bisschen die Landschaft near genießen. the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Ja, kann ich verstehen. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit Anschlagbrett-Symbol markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Lokale Ereignisse, also. Achtung, Kind! Oh, selber schuld. Ja, Mensch. Whoa there, Roach. Was ist mit euch los? So it was. Except it was some drowner that had supped on them. Witcher had naught to do with it. What did the folk do? They could have sewed his head back on. Word is, they laid his corpse to rest. Hoppala. So, schauen wir doch mal. Also auch wie die Pflanzen sich im Wind bewegen, das ist... I think those plums are wreaking havoc on my gut. Ja, das ist ziemlich schön. And you, could ye deliver us from evil? Nee, dich nicht. So wie du aussiehst. So, ab in die Taverne. Erstmal ein Trinken. What? Take that down before there's trouble. That is your coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Spontaner Migräneanfall. And here comes the Witcher. Witches? I'll not drink with Weaverlaw's freaks. Zwingt dich ja keiner. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it.
Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. But there's no good to wallow in misfortune. How can I be of service? A cup of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? Dialoge handeln. Durch Optionen, die mit einem gelben Münzbeutelsymbol markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Okay. Zeig mir, was du zu bieten hast. Zweideutige Anleitung. Handeln. Kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Drücke A, um einen Kauf zu tätigen. Drücke B, um das Handelsfenster zu schließen. Das ist ja alles nicht so dramatisch, würde ich sagen. Okay, schauen wir mal rüber. Was hat die Alte denn? Gewöhnlicher Gegenstand, eine Gewinnkarte. Okay, sie hat mehrere Gewinnkarten. Damit beschäftige ich mich jetzt noch nicht. Das sieht nach Schnaps aus. Eine Alchemiezutat, ja. Okay, sie hat viel Schnaps. Ein Bratapfel. Kuhmilch, Wasserflasche. Okay, das sieht alles ziemlich standardmäßig aus. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dankeschön. Ich möchte nicht mehr handeln. Ich suche nach einer Frau. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries. Might have smelled that. Putzig. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Ja. Durch Dialogoptionen mit Sprechblasen mit X drin wird das Gespräch beendet. Was ist denn eigentlich mit dem Greif hier los? There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And it seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest and warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. Oi. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Ja, man merkt schon, es ist eine harsche, gemeine Welt, in der die Hexer leben. Krieg, Greifen, kotzende Kinder, bunte Blumen an der Wand. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Here, Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the harvest. Oh, Drommel. Drommel, you're dumber than a headless cockerel. Why are they marking out them lines, eh? Passing out their patrimony. Give it to their own. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was geht, Leute. I'm looking for someone. Perfekter Eisbrecher. Quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Ja, was geht denn bei dir? Dialoge Axi. Bei Optionen, die mit dem Axi-Symbol markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein. Das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Klingt ein wenig nach Jedi. Axi, Jedi, Zufall? Man weiß es nicht.
Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fähigkeit Täuschung im Charakterfenster. Okay, wissen wir Bescheid. Also, ich kann Leute beeinflussen mit meinem Axi-Zauber. Probieren wir das doch gleich mal aus. Red-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Er macht's echt wie ein Jedi. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Okay, da haben wir doch schon mal was rausgefunden. Gucken, ob wir mit unserem Hexersinn hier irgendwas sehen finden können. Ja, nicht so, ne? Schauen wir mal. Oh Gott. Der geht im Hexersinn, geht ja in so einen krassen Weitwinkel-Fischauge-Modus. Das macht mich ein bisschen krank. There are 4 factions. For what? Factions, teams, suits. Similar to clubs and spades, except each suit has its own face cards. There are also special cards. Ach, das ist ja verrückt. It's like Wenn ich in meinen Hexer-Fokus-Modus gehe, blendet er die Hintergrundgeräusche aus. Aber Gespräche bleiben. Verrückt. So. Fragen wir doch den Kollegen hier mal. Gaunter Udim. Na, Keule? Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Ja, komm. Heben wir ein. I'll have a drink. Der Can we sieht cut doch to the nett chase? aus, der Typ. You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Ach. Das ist aber ein großes Schnapsglas. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Ah, ja. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter Odim, at your service. Ach, das glaube ich ihm irgendwie Vagrant. nicht. Got a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? It's about a unicorn, motherfucker. Aber natürlich. Guessed it. It's love. I knew it at once. Tja. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Jo, das hat sich doch mal gelohnt. Dann schauen wir doch mal weiter. Ich würde sagen, hier finden wir nicht mehr viele Informationen, weil wir fast alles jetzt hier getan haben. Schauen wir noch mal in die Hexersicht.
Ich könnte mit den Jungs hier nochmal reden. Mal gucken, vielleicht wissen die ja doch was über Jennifer und ich muss nicht direkt über das Kartenspiel reden. The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Scheint ein sehr aufgeklärter Wissenschaftler zu sein, der hinterher. Also, was machst du eigentlich hier? Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Oh mein Gott. Ja, geh zu deinen Büchern zurück. Take my advice. Go back to your books while you can. Der Junge scheint ja richtig Ahnung zu haben, ne? No faculty meetings to attend, no tenure to gain, endnotes to compile. First soldier you see will kill you. Why would he do that? Me? A neutral civilian? A scholar? Boots. Come again? He'll kill you for your boots. Tja. Hat da nicht mit Horsewoman gerechnet. of war. What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Ach, naja. Er hält sich für einen ganz schlauen, habe ich keinen Bock mehr. Gotta go. So long. A moment, Richard. You strike me as a man of the world. Are you Ach, familiar jetzt kommt er aufs with Kartenspiel. No, and I don't have time to learn. Exakt. But the rules are quite simple. Come, let's play. Komm, let's play. Ah. Ja, ich befürchte, dass wenn ich das jetzt nicht tue, werde ich kein weiteres Gwent-Tutorial bekommen. Deswegen spielen wir eine Runde Gwent. Why not? Splendid. Here's how it's done. Willkommen bei Gwent. Gwent ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Okay. Dann schauen wir doch einmal. Was haben wir hier? Das ist meine Starthand. Okay, man zieht 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr, setzt diese Karten also klug ein. Okay, lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Machen wir mal fortfahren. Stärke der Einheitenkarten. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Kampfreihensymbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Es gibt Nahkampf, Fernkampf und Belagerung. Spezialfähigkeiten von Einheitenkarten. Manche Einheitenkarten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit dieses ketvenischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe +1 zu Stärke. Das ist schön.
Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karte. Okay. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Ja, gleich geht die Action. So mag ich das. Runde beginnen. Hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Dies ist die Seite des Gegners. Thank you, Captain Obvious. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Anführer. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du X drückst. Okay. Ausspielen von Karten. Drücke A, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal A, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Ich bin am Zug. So, jetzt wird hier erstmal fett gewäscht. Ich brauche erstmal... der ist stark. Kann ich mir die Karte noch angucken? Ich kann zoomen. Right Trigger. Detmold. Bei mir hat mal ein Gefangener seine Innereien ausgekotzt. Die guten alten Zeiten. Ja, scheint ein lustiger Geselle zu sein, ne? Wen haben wir denn hier? Kaira Metz. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens toll aussehen. Kann man ihn nicht verübeln. Okay, wir sehen schon. Okay, die Karten sind anscheinend nach Typ sowie auch Stärke sortiert. Ich würde sagen, wir fangen mit einer mittleren Karte an und schauen dann mal, wie der Gegner reagiert. Ich würde sagen, wir stellen erstmal den Siegfried von Denesel nach vorne. So, und noch einmal, und da liegt er. Ah ja, Gesamtstärke. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Das ist interessant. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Y gedrückt hältst. Ah ja. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Jetzt ist mein Gegner am Zug. Was tut er? 5. Okay. Ich verstehe. Okay. Das ist auch so ein bisschen wie Pokern. Dann schauen wir doch mal. Jetzt würde ich sagen... der ist eine Belagerungswaffe. Dann würde ich doch jetzt mal hier meinen kleinen Zwerg an vorderster Front. Ach, vorderster Front ist das nicht, aber okay. Er tut etwas Ähnliches. Okay. Wir sind punktmäßig, sind wir gleich auf. Wo kann ich denn eigentlich sehen? Ich habe doch hier... Kann ich... Ja... Volltest. König Temeriens. Es ist natürlich und wunderbar, dass ein Mann seine Schwester liebt. Ja, das kennen wir doch irgendwoher. Okay. Nun. Ja Mensch, was tue ich denn? Ich setze einfach nochmal so einen kleinen Einser nach vorne. Und lasse dann den Gegner machen. Ach, er ist ein Zweier, hat jetzt eine Gesamtstärke von 11. Führt damit in diesem Zug, also muss ich jetzt nachlegen. Das heißt, ich werde jetzt hier die kleine Sabrina Glewissig, die Tochter der Wildnis von Ketwin, setzen. So, nun habe ich 14. Gucke, was der Gegner macht. Wenn er jetzt niedriger ist als ich, natürlich nicht. Die Drecksau. Okay, dann setzen wir noch den Einer hier hinten in die letzte Reihe und schauen mal, was jetzt kommt. Mein Gegner ist am Zug. Was tut er? Er haut die 2 raus. Okay, dann... Was soll der Geiz? Komm her, die Ballista. Putz, bekommt einen mehr. Okay, er ist bei 20. 2022. Er hat danach noch einen Zug. Ich muss mal kurz gucken. Setzt die Stärke aller Nahkampfkarten beider Spieler auf 1.
Setzt die Stärke aller Belagerungskarten beider Spieler auf 1. Okay, ich verstehe. Nahkampfkarten. Ich habe 5 und 1, er hat 4 und 2. Es würde nur noch dasselbe rauskommen. Denn wir haben beide 6 im Nahkampf. Belagerung müssen wir gleich drüber sprechen. Das wäre ziemlich blöd von mir. Ich passe einfach mal. Bup. Nun habe ich gepasst. Was passiert jetzt? Aha. Okay. Damit hat er jetzt die Runde gewonnen. Okay, gut. Nun geht's weiter. Mein Gegner ist am Zug. 3, den Putkarma. Putzig. Legen wir nach 5 nach. Die kleine Süße. So, er ist am Zug. Er passt. Ja, okay. Mache ich glatt mit. So ist dies meine Runde. So, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Der Norden zieht eine zusätzliche Karte. Okay, danke. Was denn für eine? Gutes Wetter, schön, die Sonne scheint. Okay, damit kann ich andere Wetterkarten aufheben. Praktisch. Okay, nun ist der Detmold dran. Mit seiner 6. Schauen wir mal, was der Gegner jetzt noch zu bieten hat. Gutes Wetter. Okay, er hat anscheinend... Okay. Kacknoob. Ich bin am Zug, ich werde passen und mal schauen, ob er da nicht... Er hat ja nur noch eine Karte, da kann ja nicht mehr viel passieren. Wenn er jetzt schon seine Aktionskarte zieht, die auch nichts bringt. Ja, gut. Schönes Spiel. Und es gibt auch noch gleich einen Profi-Tipp dazu. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachtenglück wenden können. Super geil. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder Karten bei Händlern erwirbst. Alles klar. Es gibt nochmal eine kleine Punktübersicht. Well, super. Well, you've a knack for this game. Ja. If you ever Ist find richtig. yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Ah. Dann schauen wir doch mal. So. Gewinnt Kartensatz. Neue Quest. Sammle sie. Ach ja. Okay. Dann holen wir mal raus hier. Zack. Ah. Die Jungs haben keinen Bock auf mich. Ich wusste es. Mhm. Then fuck off. Don't want your kind here. Oh. Ah. Oh, ich bleib nicht lange. Wouldn't want to stay long anyway. Maybe not. And maybe you'll just stay forever. 6 feet under. Brutal. Okay. Come on, come closer. Mit dem Kontern funktioniert. Ich möchte gerne den anderen. Den möchte ich jetzt vorziehen. Zack. Putze. Okay. Das funktioniert so überhaupt nicht, wie ich mir das vorstelle, aber schauen wir mal, ob wir den jetzt hier nicht... Haha! Ja, schlecht gekontert, schlecht gekontert. Ah, besser. Bam! Zack. Ah, ich kann ja auch... Ah, okay. Putz! Okay, Geralt hat einen ordentlichen Punch drauf, das muss man ja mal sagen. Ja, Plötze. Ich würde sagen, machen wir mal den Plötze fit hier. Aufsitzen und los geht's! So, somit haben wir das Tutorial geschafft, sind in die erste Taverne gegangen, wir haben Gewinnspielen gelernt und wir wissen auch schon ungefähr, worum es geht.